Hallo meine Lieben, heute habe ich ein kleines Holzschild für euch und zwar werden wir da verschiedene Sachen kombinieren. Einerseits mit dem Plotter Holz ausschneiden und das Ganze dann auch mit Farbe noch aufhübschen. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Für das Schild habe ich hier so eine kleinere Holzscheibe, die ist 23,5 cm Durchmesser. Das habe ich auch schon gebeizt und da verwende ich gerne so eine Aqua Holzbeize. Die finde ich super. Trocknet auch super schnell. Und dann habe ich Basswood Lindenholz von Cricut, was ich verwenden werde. Und dann brauchen wir die normale Schneidematte und die Strong Grip Matte, weil das Holz oder das Basswood, das werde ich hier mit der Matte schneiden, aber ich will auch noch was mit Farbe drauf bringen und da werde ich schablonieren und da habe ich die Schablonierfolie von Oracal und die schneide ich natürlich auf der normalen Matte. Zum Schneiden von Basswood brauchen wir das Knife Blade und das hat keine Nummer drauf, weil, also das findet ihr, wenn ihr Knife Blade sucht, findet ihr das. Dann nebst der Holzbeize habe ich noch so eine Ecru Cremefarbe, so in dem Stil. Da werde ich was machen, ich zeige euch das Design nachher gleich. Painters Tape oder Malerkrepp, um das Basswood Lindenholz hier auf diese Matte drauf zu bringen, damit es wirklich festhält, weil das wird ein paar Mal nacheinander schneiden und da darf auch nichts verrutschen. Und dann noch ein Tupferpinsel. Dann habe ich noch Übertragungsfolie für die Schablonierfolie und ein Rakel. Aber ich würde sagen, das ist so ziemlich alles. Ihr habt es ja wahrscheinlich erraten, ich werde heute das Projekt mit dem Cricut Maker machen. Und ja, jetzt zeige ich euch kurz noch das Projekt. Das Projekt, was ich machen werde, ist, ich habe eben meinen Holzteller. Da werde ich einen Streifen machen, der eben in dieser hellen Farbe ist. Das werde ich draufmalen und das ganz einfach, whoopsie, das wollten wir nicht. Und da werde ich ganz einfach die Kanten mit Malerkrepp abdecken und das einfach ausfärben. Dann dieses Hey hier. Das werde ich aus Holz, eben aus dem Basswood, ausschneiden. Und dann habe ich eben hier drüber noch, vergiss nicht zu lächeln, das werde ich mit derselben weißen Farbe machen oder Cremefarbe, aber das drauf schablonieren. Das heißt, diese Schablone muss ich dann auch noch schneiden. Ich würde sagen, ich starte auch gleich zuerst mit der Schablone, dass ich die schon habe. Und um das zu schneiden, blende ich einfach alles andere aus. Und hier, ich kann es euch jetzt gerade nicht zeigen, weil ich immer noch das Problem habe, dass ich mit meinem iPad nicht auf den Maker verbinden kann. Das heißt, ich mache das in einem anderen Raum, wo der PC steht. Das ist eine super Sache, aber ich habe es wirklich nicht hingekriegt. Ich versuche die Maschine neu zu verbinden, alles funktioniert nicht. Auf die Joy greift er wunderbar vom iPad zu, Maker will er nicht. Deshalb mache ich das so, dass ich das euch hier nicht zeige, aber einfach diese Schablonierfolie, das müsst ihr auch nicht spiegeln. Und ich schneide das jeweils mit den denselben Einstellungen wie Vinylfolie. Ne? Ganz einfach. Das ist das eine, was ich mache. Und wenn ich das dann ausgeschnitten habe, und das lege ich eben auf die grüne Matte, auf die Standardmatte. Das ist diese Folie hier, die da drauf kommt. Und wenn ich das gemacht habe, kann ich dieses Element ausblenden und nur noch das Holz. Und ich habe hier, das ist Hello Austin, vielleicht auch das andere noch, um euch das zu sagen, weil die Frage kommt auch immer wieder. Dieses Vergiss nicht zu lächeln, das ist eine Schriftart, das sind beide von dafont.com. Und dieses Vergiss nicht zu lächeln, das ist Skinny, The Skinny, also T-H-E. Hier, ne? The Skinny. Und das andere ist
Wo haben wir es? Hier. Das andere ist Hello Austin, also A-U-S-T-H-I-N, Hello Austin. Das ist eben auch eine von davon, die verwende ich extrem gerne. Ihr müsst einfach drauf gucken, dass das, was ihr aus dem Holz ausschneidet, das nicht zu feine Linien hat. Ich denke, das wird grenzwertig sein, es sollte funktionieren, hoffe, dass es funktioniert, sagen wir es mal so, aber es ist natürlich immer einfacher, aus dem Holz das auszuschneiden, wenn ihr dickere Linien habt. Aber da ich hier schon eine gewisse Größe habe, ne, das hier wird 22 cm in der Breite und 16 cm in der Höhe sein, deshalb denke ich mal, die werden auch nicht zu dünn sein, aber wir gucken uns das an. Und das sind eigentlich die beiden Sachen, die ich ausplotten muss. Jetzt bereite ich kurz meine Matten vor. Hier auf die grüne kommt meine Schablonierfolie und auf die violette kommt ein Stück Lindenholz. Das drücke ich schön fest. Und dann, damit es eben wirklich nicht verrutscht, gehe ich da noch mit einem Malerkrepp der Kante entlang. So, dass das wirklich hier schön fest drauf ist. Wenn ihr das Holz ausplottet, müsst ihr einfach dran denken, dass ihr hier diese Rädchen auf die rechte Seite rüber macht, damit, also hier ganz rüber, ne, damit die nicht im Weg sind, wenn es versucht, das Lindenholz reinzuziehen, ne, sonst stehen die hier an. Die Schablonierfolie mache ich mit einem ganz normalen Messer und eben dann das Holz mit dem Knife Blade. Und das mache ich kurz und bin dann gleich wieder zurück. So, das erste habe ich schon geschnitten. Am Lindenholz ist dran. Und da habe ich ganz vergessen zu sagen, ich wähle, es gibt zwei Lindenholz, wenn ihr die Materialeinstellungen anguckt. Und dort gibt es einen 0,8 und einen 1,6er. Und ich verwende da den 1,6er. Und er hat mir gesagt, er braucht 14 Durchgänge. Von dem her lasse ich den jetzt einfach mal ein bisschen machen. Zum Entgittern hier nehme ich natürlich jetzt die Buchstaben raus. Also alles, was ich nachher drucken will, das kommt raus. Da einfach drauf gucken, dass diese Zwischenteile drin bleiben, zum Beispiel beim R. Breathing air that clears my mind. I'm all for a good start. I hear those jingle bells, people singing about love. Dann ist die Folie schon mal vorbereitet. Und wenn ich mir jetzt mein Design angucke, dann habe ich hier diesen weißen Bereich. Der ist von der Höhe her 10,88. Also werde ich so gucken, 11 cm von der Höhe her. Das stelle ich mir einfach mal als Referenz hier hin, so dass ich weiß ungefähr, wo ich das abdecken muss. Und dann gucke ich einfach, wo meine 11 cm sind, damit ich hier auch schön gerade bin. Hier unten. Nee, ich gehe noch ein bisschen runter. Machen wir 10 cm. Weil hier kommt ja dann noch der H. Der muss auch genug Platz haben. So in dem Stil. Gut feststreichen. Und dann kann ich das hier anfärben. Feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I want to sing about the Christmas on its way. A reason to hang around and celebrate this day. Everyone's smiling and it's snowing. It's the time of year again.
Ihr seht, ich mache da auch nicht also dass es komplett abgedeckt ist. Ich mag das bei solchen Schildern, wenn es so diesen quasi shabby chic Look hat. Das heißt, man sieht immer noch so ein bisschen von der dunklen Farbe streifenweise durch. Das ist so ein Effekt, den ich gerne mag. Das trocknet auch relativ schnell. Meine Farbe, weil sie doch sehr dick ist. Das heißt, ich kann das hier schon mal abziehen. Die Kanten sind auch nicht 100%ig sauber. Normalerweise, ne, wenn ich mit dunkel auf hell gehe, dann mache ich das bei der Schablone so, dass ich zuerst kurz mit der Farbe, also mit der hellen Farbe, da quasi die Kanten oder die Ränder verschließe, wie man das halt beim Malen macht, auch wenn man Wände malt, ne, wenn man so Streifen malt, dann geht man zuerst mit der Farbe, die die Wand schon hat, drüber und dann lässt es kurz antrocknen und dann geht man erst mit der anderen Farbe drüber, weil wenn da was drunter läuft, dann ist es eben die Farbe, die die Grundierung hat und dadurch sieht man das nicht. Jetzt hier, weil ich gebeizt habe, mit der Beize kann ich das natürlich nicht machen. Wenn euch das stört, dass die Ränder ausgefranst sind, dann könnt ihr das zum Beispiel mit einem Klarlack versiegeln, ne? Auch das geht, dass ihr zuerst, bevor ihr mit der weißen Farbe hier drauf geht, das mit einem Klarlack versiegelt und das trocknen lasst und dann erst mit der weißen Farbe drauf geht. Dann habt ihr auch schönere Kanten, aber mich persönlich stört das jetzt nicht wirklich. Gerade bei dem Schild, weil ich will hier so ein bisschen einen Vintage-Look haben. Das lasse ich jetzt kurz trocknen. In der Zeit, wo ich das angemalt habe, ist auch das Holz schon fertig. Das kann ich hier schön vorsichtig ab der Matte nehmen. Ich löse zuerst mal den Kleber. Dann nehme ich zuerst das weg, aus dem es ausgeschnitten wurde. Schön vorsichtig, dass mir hier wirklich nichts bricht. So, mit dem Rest kann ich natürlich noch Sachen schneiden. Und ihr seht, das hat es wirklich super geschnitten. Ich hatte es vorher mal beim anderen Projekt mit der 0,8er Einstellung versucht, aber da hat es zu wenig durchgeschnitten. Bei der 1,6er seht ihr halt einfach, es schneidet schon in die Matte rein, aber naja, ist halt die Strongkit Matte, verwende ich viel für solche Sachen. Da seht ihr auch ein Puzzle drauf, also alle möglichen Sachen. Die zerschneidet es mir, also ist ja nicht bis hinten durchgeschnitten, aber vorne sieht man es dann halt schon. Haben wir da auch noch ein bisschen Kleber drauf. Und bei dem will ich es so, dass das auch gebeizt ist. Das heißt, ich nehme meine Holzbeize, immer zuerst ein bisschen schütteln. Dann habe ich hier einfach ein Tuch, wo ich die Beize drauf mache und damit dann aufs Holz gehe. Small talk with people that pass me by. I share a laugh, it gives me joy that everyone's having a good time. Und in der Zeit, wo das jetzt trocknet, kümmere ich mich um den Schriftzug noch oben. Ich halte das hier einfach kurz drauf, damit ich ungefähr sehe, wo ich landen darf. Das ist so. Gut. Dann nehme ich hier Übertragungsfolien. Ich werde auch immer wieder gefragt wegen dieser Übertragungsfolie. Das Thema ist, ich beziehe die immer am selben Ort und die liefern aber dummerweise nur in die Schweiz und Liechtenstein. Und deshalb, naja, ihr könnt den Link angucken und dann die Produktebeschreibung nehmen, die da drin ist und gucken, ob ihr was Ähnliches in dem Land findet, wo ihr seid. Es hat von der Konsistenz her oder von der Festigkeit her, es ist fast so wie das Malerkrepp. Also die sind sehr ähnlich.
Es haftet ein bisschen weniger, die kann man aber auch in verschiedenen Stärken kaufen. Aber ich arbeite halt sehr gern mit dem, weil es schön flexibel ist und es auch nicht so extrem stark klebt wie jetzt das von Cricut zum Beispiel, ne, die Klarsichtfolie. Dann kann ich hier hinten die Abdeckung ablösen. Und dann das Ganze da platzieren, wo ich das haben will. Deshalb habe ich das vorhin auch kurz ein bisschen zurechtgeschnitten, weil ich wollte, dass ich eine gerade Linie habe, um das aufzubringen. Dann versuchen wir das mal zu lösen. Hat super funktioniert. Nur das R hier, da ist ein bisschen gerutscht. Und da ich hier die Schablone ein bisschen knapp geschnitten habe, normalerweise arbeite ich hier mit einem Tupfer, wenn ich den finde. Sowas hier, aber ich bin hier gerade so ein bisschen knapp am Rand, von dem her mache ich das heute mit dem Pinsel. Und eben, ich nehme dasselbe Weiß oder Creme, was ich hier unten habe. Da streiche ich jetzt aber nicht drüber, sondern ich tupfe das so ein bisschen drauf. Zumindest die erste Lage. Es geht einfach, bei der ersten Lage geht es darum, dass ich den Rand quasi versiegeln kann. Das heißt, ich gehe hier wirklich auch mit sehr wenig Farbe drauf. Und hier gilt natürlich wieder dasselbe, ne, wie das, was ich beim weißen Streifen gesagt habe. Ihr könnt es auch zuerst mit einem Klarlack versiegeln, um zu verhindern, dass die Farbe drunter läuft. Aber ich mache es jetzt heute ohne Versiegelung. So, ich würde sagen, das reicht. Und das lasse ich jetzt trocknen. Respektive, ich lasse es jeweils nicht komplett trocknen, sondern einfach so ein bisschen antrocknen. Und dann versuche ich die Folie schon zu lösen. Schön nach oben ziehen, ne? Nicht, dass das, was Farbe drauf hat, dann wieder runter aufs Brett geht. Und dann natürlich auch noch die kleinen Teile in Zwischenräumen hier beim A. Aber ihr seht, ne, wie filigran ihr hier mit dieser Schablone arbeiten könnt. Das lasse ich jetzt auch noch trocknen. Ich habe mir überlegt, ob ich das direkt drauf mache, ne? Dann haben wir schon eine gewisse Erhöhung, aber ich finde es eigentlich noch cooler, wenn das noch ein bisschen mehr Erhöhung hat. Und ne, die Reststücke hier vom Lindenholz, die könnt ihr wirklich mit der Schere schneiden. Vielleicht entlang der Faser, geht dann auch ein bisschen einfacher. Ne, da könnt ihr Stücke rausschneiden oder abbrechen fast. Und die könnt ihr verwenden, um eine Erhöhung zu schaffen. Ne? Jetzt gerade so hier vorne beim Haar werde ich eins drunter machen. Natürlich hier auch einfach praktisch überall, wo es so ein bisschen dicker ist. Wenn ich das mache, dann hat das Ganze nochmal mehr so diesen 3D-Effekt, was ich extrem cool finde. Deshalb werde ich zuerst die kleinen Stückchen hinten auf den Schriftzug kleben und dann das Ganze auf das Schild kleben. People singing about love. It feels like I'm a kid, like I'm forever young. And that's why I wanna sing about the Christmas on its way.
So, und das mag jetzt ein bisschen wild aussehen, aber das Ganze muss wirklich nicht in Schönheit sterben. Weil das wird man von vorne nicht sehen. Ne? So, bitte. Dann nochmal gucken, wo ich es hin drauf bringen will. Und dann haben wir hier überall Kleber drauf. Das muss jetzt ein bisschen schnell gehen. So, bitte. So, wenn ihr dann die ganzen Fäden vom Heißkleber entfernt habt, dann ist das Schild eigentlich schon fertig. Ihr könnt noch eine Aufhängung natürlich machen. Aber ich finde das so einen extrem coolen Effekt, eigentlich nur zweifarbig, aber dadurch, dass wir eine unterschiedliche Dimension, also mehrere Dimensionen geschaffen haben, ne, sieht es doch extrem cool aus, hat auch eine gute Stabilität und eben hier ne, mit der Schablone dieses Vergiss nicht zu lächeln. Und die Idee von mir war, hey, vergiss nicht zu lächeln, was dann meistens dazu führt, wenn die Leute das lesen, dass sie eh anfangen zu lächeln. Was ich super finde, von dem her ein cooles Türschild. Da könnt ihr natürlich das machen, was auch immer ihr gerne da drauf haben wollt, aber ich wollte euch zeigen, wie simpel ihr solche Türschilder machen könnt. Und das war's auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee und das Video gefallen und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald!